Österreich wählt ein neues Parlament und erregt damit schon im Vorfeld viel Aufmerksamkeit. Nicht nur hier, sondern auch im Ausland. Das liegt vor allem an den Umfragen, die seit Monaten eine Partei vorne sehen, die rechtsnationale FPÖ. Sollte die FPÖ bei den Nationalratswahlen wirklich auf dem ersten Platz landen, dann wäre das eine Premiere mit ungewissem Ausgang für das Land. Spitzenkandidat Herbert Kickl, der gerne Kanzler werden will, hat nämlich große Pläne. Er ist der Herausforderer und Favorit. Herbert Kickl, Chef der rechtsnationalen Freiheitlichen Partei. Sein Ziel: Kanzler. Kickl könnte der erste FPÖ-Regierungschef Österreichs werden. Und er ist der Titelverteidiger Karl Nehammer, seit 3 Jahren Bundeskanzler und Parteiobmann der konservativen Volkspartei ÖVP. Start der heißen Wahlkampfphase. Der Hobbyboxer Nehammer zieht zu den Klängen des Hollywood-Films Rocky in eine Wiener Sportarena ein. Seine Botschaft: Wir gegen die Spalter. Weil wir gemeinsam als politische Kraft tatsächlich die Breite darstellen der Gesellschaft, weil wir mitten im Leben stehen, weil die Mitte bei uns kein leeres Versprechen ist, sondern Selbstanspruch in der politischen Verantwortung. Fast zur selben Zeit in Graz. Auch die FPÖ läutet den Schlussspurt im Wahlkampf ein. Seit Monaten führt Herbert Kickl die Umfragen an. Sein Versprechen an die Wähler: Ich will euer Volkskanzler sein. Kickls Aufforderung an die Österreicher: Traut euch, mich zu wählen. Heute spannen wir gemeinsam den rot-weiß-roten Bogen und wir nehmen gemeinsam unser Ziel ins Visier. Und dann schießen wir den blauen Pfeil der Freiheit ab. Und dieser blaue Pfeil der Freiheit, der wird am 29. September aber mitten ins Schwarze hineintreffen, aber mitten hinein. Das zentrale Thema der FPÖ: die Migrationspolitik. Die Freiheitlichen wollen Österreich zur Festung machen. Absoluter Zuwanderungsstopp, so wie es Ungarns Orban macht. Für Kickl ein Vorbild. Im parteieigenen Fernsehkanal schürt die FPÖ die Angst vor Migranten. Grabschereien, sexueller Missbrauch und andere Grauslichkeiten. All das gehört in vielen Freibädern in Österreich bereits zur bitteren Realität. Viele Frauen trauen sich gar nicht mehr ins kühle Nass oder in den späten Abendstunden auf die Straße. Die FPÖ will Menschen in die Herkunftsländer ihrer Eltern zurückschicken. Remigration, auch wenn sie in Österreich geboren sein sollten. Und keinen Cent zu viel für Migranten ausgeben. Es muss was zum Essen geben, zum Trinken und die medizinische Grundversorgung. Das ist ja wohl das selbstverständlich. Aber mehr nicht. Die Mindestsicherung nur mehr für unsere Staatsbürger. Das ist ein Heimvorteil und ich bekenne mich dazu. Keine Asylanträge in Österreich, wir sind von sicheren Ländern umgeben. Wer die Völkerwanderung stoppt, der stoppt damit auch den Import des Islamismus. Die Kanzlerpartei ÖVP verspricht Stabilität fürs Land, aber vor allem Sicherheit für die Bevölkerung. Der vereitelte Terrorangriff eines 19-jährigen österreichischen Staatsbürgers auf das Taylor Swift-Konzert in Wien und der Anschlag eines muslimischen Österreichers auf das israelische Generalkonsulat in München haben die Debatte über mehr Polizeikompetenzen wieder entfacht. Für Bundeskanzler Karl Nehammer die Gelegenheit, sich auch von der FPÖ abzugrenzen, weil die der Polizei die Überwachung von Messenger-Diensten verweigere. Schauen wir genau hin in die FPÖ. Wen schützen die damit? Die rechtsradikalen Identitären. Und wen wollen die Linken schützen? Die Antifa-Bewegung. Aber wer schützt die Menschen in unserem Staat? Wir müssen dafür kämpfen, dass wir diese Rechte bekommen, damit es Sicherheit, Freiheit und Demokratie gibt. Offen ist, wie stark das Hochwasser in Österreich den Wahlausgang beeinflusst. Während der Katastrophe ist der Wahlkampf unterbrochen. Trotzdem ist der ÖVP-Kanzlerkandidat pausenlos unterwegs. Als oberster Krisenmanager hat er täglich die Gelegenheit, sich zu profilieren. Menschenleben retten hat jetzt höchste Priorität. Es wirken alle Kräfte zusammen, die Freiwillige Feuerwehr mit dem österreichischen Bundesheer, mit der österreichischen Bundespolizei, wie gesagt die Rettungskräfte, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Am Wahltag wird wohl keine Partei eine absolute Mehrheit erreichen. Viele erwarten eine Koalition zwischen ÖVP und FPÖ. Die inhaltlichen Schnittmengen zwischen beiden Parteien sind groß. In der ÖVP kann man sich eine Koalition mit der rechtsnationalen FPÖ vorstellen. In Niederösterreich regiert man schon mit der FPÖ. Ein Vorbild? Nein, das ist überhaupt keine Blaupause und da hat sich Karl Nehammer auch ganz klar positioniert. Keine Zusammenarbeit mit Herbert Kickl, alles andere ist offen. FPÖ-Parteichef Herbert Kickl geht davon aus, dass am Ende er die Bedingungen diktieren kann. Er rechnet fest damit, stimmenstärkste Partei zu werden.
Und das mit einem Abstand, sodass es eigentlich logisch ist, ja, und dass die Freiheitliche Partei dann auch den Regierungsbildungsauftrag bekommt. Und dann werden wir alles versuchen, hier die Weichen so zu stellen, dass wir dieses Land in eine gute Zukunft führen, dass es 5 gute Jahre werden. Selten war eine Wahl so spannend wie diesmal. Im Schlussspurt hat die ÖVP aufgeholt. FPÖ und ÖVP trennen nur mehr wenige Prozentpunkte. Die Regierungsbildung könnte schwierig werden.